Einen wunderschönen guten Morgen aus meinem Sweet Spot. Das ist nicht mein Geld-Sweet Spot, das ist mein Ferien-Sweet Spot. Can you be a bit quiet? I'm recording. So, sorry, musste sein. Ähm, Das ist unser Ferien-Sweet Spot. Das ist ich bin immer noch in Finnland, also ich muss dir sagen, dieses Live ist nicht live, weil wir sind jetzt im Flug von Stockholm um 6 Uhr losgeflogen, um 9 landen wir in Nizza. Aber mir war es wichtig, das aufzunehmen und heute werde ich dir ein bisschen über den Sweet Spot erzählen. Über den Geld-Sweet Spot. Es gibt ja verschiedene Sweet Spots. Jetzt fragst dich der Stefan mit seinen Sweet Spots. Was ist ein Sweet Spot? Das ist nicht mein Wort, das ist von Henning Beck, dem deutschen Autor und Hirnforscher, und der sagt, das ist der Ort, also der süße Ort, da wo es angenehm ist. Ich habe jetzt gerade einen Sprint, bin ich am Abschließen. Ich mache noch so Sprints, so 3 Monate, wo ich noch kleine Gruppe begleite, und wir haben einen Ordnungssprint gemacht. Also finde den Sweet Spot deiner Ordnung. Da ging es nicht darum, die perfekte Ordnung zu haben. Da ging es nicht davon, eine Instagram-Vorzeigeordnung zu haben. Da ging es darum, dem Gefühl der Ordnung, wo es dir ganz persönlich wohl ist, und das ist ein sehr individuelles Gefühl, ein bisschen näher zu kommen. Hm? Ein bisschen. Erwartungen runterholen. Und dasselbe, ich meine, ich gehe nicht in den perfekten Ferienort. Hier, ich habe es euch letzte Woche erzählt, wir sind auf einer kleinen Insel, mitten irgendwo im Meer. Ich zeige es euch vielleicht mal, einfach, dass ihr seht, es ist jetzt wunderschön, aber wir hatten es echt auch ein bisschen kalt. Ich zeige euch mal hier rum. Hier gibt es auch Algen und das Meer ist überhaupt nicht perfekt. Und da gibt es noch mehr Algen. Da hinten ist ein schönes Haus. Wir haben ein schönes Ruderboot hier, aber es ist ganz schwierig zu rudern. Wir sind oft abgetrieben worden. Also, einfach ein Sweet Spot ist kein perfekter Ort. Ähm, Wir hatten kein Wasser hier. Wir sind zu siebt hier. Wir haben 50 Liter pro Tag, sonst ist die Gefahr, dass die Quelle versiegt. Also es geht hier ins Grundwasser runter, irgendwo da hinten oben, ein Well haben die gemacht. Und wir müssen sehr haushalterisch umgehen mit dem Wasser. 20 Sekunden duschen oder mit dem Eimer. Und trotzdem ist genau das ist mein Sweet Spot. Ich bin zum dritten Mal hier mit meinen Ferien. Wir kommen total runter. Wir sind total entspannt. Wir sind total wohl. Es ist stimmig. Es ist keine Luxusferien. Wir teilen uns die kleine Hütte zu siebt. Man hört jeden Schritt. Und genau deshalb ist es schön. Es entspricht meinen Werten von Sein, Zusammensein mit Menschen, die ich mag. Das ist mein Ferien-Sweet Spot. Dann habe ich dir erzählt, gibt es den Ordnungs-Sweet-Spot, wo dir wohl ist. Die einen haben gern freie Flächen, die anderen haben gern schöne Regale, wo alles schön beschriftet und eingeräumt ist. Wir sind sehr anders, unterschiedlich. Und dasselbe ist beim Geld der Fall. Warum mache ich das? Weil seit ich Ordnung habe bei meinen Finanzen, Ordnung nicht nur, dass ich die Zahlen kenne, dass ich Regeln und Prinzipien habe, aber Ordnung auch in Bezug auf meine Gefühle. Was fühle ich mit dem Geld? Lebt es sich leichter? Und es ist so ein Paradox passiert, dass eigentlich in den letzten Jahren habe ich meine sicheren Einnahmen immer mehr reduziert. Meine sicheren Einnahmen sind im Moment noch nicht mal der halbe Medianlohn, also nicht mal der Durchschnittslohn in der Schweiz. Und je mehr ich reduziert habe, umso mehr ist das Gefühl, ich bin so wohlhabend, eben wohl mit dem Haben. Es stimmt jetzt. Ich gehe so gerne arbeiten. Ich habe nicht mehr das Gefühl, ich arbeite für Geld. Es stimmt. Ich habe Zeit für das. Ich habe Zeit für meine Familie. Es ist stimmig. Ich habe noch nie so wenig verdient und ich habe mich noch nie so wohlhabend gefühlt. Das ist das Paradox. Und ich habe jetzt dieses Gefühl von, es ist genug, statt diese Gier oder dem Hinterherrennen oder ich muss noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und seit ich dieses Gefühl habe und auf vieles verzichte, auf viele Sicherheiten verzichte, und das ist so spannend, kommt es viel mehr in den Fluss.
Geld hat für mich eine ganz andere Rolle heutzutage. Ich habe eine andere Beziehung zu Geld, eine entspanntere, eine verspieltere, eine lockere. Und um dieses Gefühl geht es. Ich werde dir jetzt nicht sagen, wie du reich wirst. Ich werde dir keine Finanzberatung geben. Ich werde dir nicht sagen, wie du investieren sollst. Nein, 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 nein. Ich kann dir ein bisschen erzählen, diese Beziehung zwischen dir und deinem Geld, wie die besser werden kann, was du da tun kannst. Und ich werde dir hier verraten, die Schritte, die ich gegangen bin. Und ich mit den Menschen gehen werde, die am 1. September 2026 als Pioniere den 12 Wochen Sprint machen. Finde deinen Geld-Sweet-Spot. Dieses Gefühl, wo da Ruhe ist, Freude, positive Emotionen. Und das ist der erste Punkt. Also wie merkst du, ob du in diesem Sweet Spot bist? Wenn du vielleicht zum ersten Mal davon hörst, was der Stefan hier so erzählt, ich bin ja Minimalist, unsere Maxime lautet, weniger ist mehr. Ich bin nicht Frugalist, nichts ausgeben, nein, bewusst ausgeben. Wenn du in diesem Sweet Spot des Geldes bist, in deinem Geld-Sweet Spot, dann bist du frei von negativen Gefühlen. Dann bist du nicht neidisch, sondern vielleicht neugierig. Wenn jemand etwas hat, was du nicht hast, kannst du auch fragen, du, wie hast du es geschafft? Du hast keine Scham, du schämst dich weder dafür, dass du wenig hast oder weder, dass du viel hast. Du bist auch nicht gierig und willst immer noch mehr, weil du weißt, was du brauchst. Wo ist es genug? Das war für mich in den letzten paar Jahren etwas vom entspannendsten, befreiendsten, dass ich war mit Pascal, meinem Freund, Unternehmensberater, er ist super gut mit Zahlen. Ich habe es schon 2, 3 Mal erzählt. Ich sage es hier nochmal, weil es hier so reinpasst. Wir waren in Marokko und wir sind oft einfach zusammengesessen oben auf dem Dach von unserem kleinen Hotel und haben über das Leben nachgedacht. Und ich habe dann so realisiert, ich habe ganz viel losgelassen. Ich habe früher gemeint, du musst so ein erfolgreiches Business aufbauen und mehr und ein Millionen-Business, bla bla. Aber ich habe so viel Druck auf mich gemacht. Es war nicht schön und das habe ich total losgelassen. Ich habe sogar gesagt, ich will das gar nicht mehr. Ich sehe so mein Leben, ich habe mal gesagt, was brauche ich eigentlich? Und ich sehe mein Leben als verschiedene kleine Businesses, wie so Pflänzchen, die ich gieße. Was sollen die mir geben? Was bin ich bereit zu geben? Und plötzlich war eine Balance da. Es hat unglaublich viel Druck weggenommen. Und was es auch gemacht hat, ist, dass ich in dieses Urvertrauen gekommen bin. Also Existenzängste, und ich habe nicht genug und ich schaffe es nicht. Das kenne ich alles. Ich hatte das alles. Ich habe euch letzte Woche erzählt, ich hatte schon 300.000 am Konto, ich hatte schon 300.000 Schulden, als wir da umgebaut hatten, eine Kulturbar. Meine damalige Frau und ich haben uns getrennt. Es war eine schwierige Situation. Also ich kenne viele der Gefühle, die viele von euch durchmachen oder durchgemacht haben. Und ich habe jetzt so dieses Urvertrauen, dass selbst wenn ich alles verlieren würde, ich kann Werte schaffen für dich und ich würde immer jemanden finden, der das, was ich tue, wertvoll findet, weil ich kenne mich, ich weiß, was meine Werte sind, ich weiß, was meine Fähigkeiten sind, das ist der eine Punkt. Und durch das Minimalisieren habe ich gemerkt, wie einfach es geht, wie wenig ich eigentlich brauche. Wir ziehen jetzt am 1. November um, unsere schöne Wohnung vermiete ich, dass ich diesen Druck nicht mehr habe. Wir werden in 2 Studios ziehen, wo wir Schlafbetten haben. Und ich werde ja nur 2 Wochen da sein und die anderen 2 Wochen in der Schweiz zum Arbeiten. Und in der Zeit, wo ich nicht da bin, vermiete ich die Studios. Auch das nimmt Druck weg. Ich teile lieber meine Betten mit Menschen, die gerne nach Nizza kommen und mir ein bisschen was dafür bezahlen, statt das einfach leer stehen zu haben und mehr Druck zu haben, weil es meinen Werten entspricht. Es ist nicht mein Wert, mein Bett nicht zu teilen. Vielleicht ist das dein Wert, aber meiner ist es nicht. Mein Bett darf arbeiten, wenn ich nicht da bin. Darf jemanden glücklich machen. Sogar die Vorstellung, dass da ein Paar Liebe macht, ist für mich eine schöne Vorstellung. Das macht mir gar nichts. So meins, deins. Ich habe nicht so, wenn du jetzt einen Pulli haben, könnte ich dir den geben. Das ist einer meiner Lieblingspullis, aber wenn du den jetzt bräuchtest, könnte ich ihn schenken. Ich finde wieder einen Lieblingspulli. Ich habe ja einen super Modeberater, der ein super Geschäft hat. Also das ist Fülle denken. Durfte ich lernen durch das Buch von Nina Brockmann. 4 Worte. Ich lebe in Fülle. Das bedeutet eben auch, dass
Wir sind die Quelle. Wir erschaffen Wohlstand, ne? Und das Gefühl. So, also frei von negativen Gefühlen. Und was habe ich? Ich habe positive Gefühle. Das ist, wenn du im Geld Sweet Spot bist, dann hast du positive Gefühle statt negative. Ja, was sind die? Ich habe die hier mir aufgeschrieben. Du gönnst anderen was. Ich kenne, die meisten Menschen sind viel reicher wie ich, haben viel mehr auf dem Konto, haben viele mehr Immobilien und so. Und ich mag denen das gönnen. Ich lerne von ihnen sogar. Und ich bin aber auch froh, dass ich nicht so sehr rennen muss. Ich habe einen Freund, der hat ein Millionenportfolio und muss immer rennen und verdient total viel. Und ich beneide ihn überhaupt nicht. Ich mag ihm das gönnen. Bin aber froh, dass ich mich nicht so in diese Abhängigkeiten begebe. Ich zahle gern meine Rechnung. Ich zahle sie sofort innerhalb von 5 Minuten. Es nervt mich, wenn ich warten muss auf die Rechnung. Da habe ich Schulden, will ich nicht. Ich habe aber auch so eine Lockerheit mit Geld. Ich weiß, dass 30% der Investitionen Fehlinvestitionen sind. Wir mussten hier da drüben auf der Insel mussten wir eine zweite Hütte mieten. Und weil wir zu viele Leute sind für hier, Thema Wasser, habe ich dir gesagt. Und ich bezahle 600 Euro. Aber de facto können wir nicht drüber rudern. Die 2 Männer aus Ghana, meine Freunde, die hier sind, haben Angst, können nicht schwimmen. Das ist ein zu großes Risiko, die Strömung am Abend. Wir schaffen es nicht. 600 Euro bezahlt. Klar könnte ich die 600 Euro brauchen. Natürlich würde mir das wehtun, wenn ich mich jetzt da reinsteigen würde. Wir haben den kleinen Champagner genommen. Ja, habe ihn noch nicht mal getrunken. Das gehört dazu. Gewisses Geld ist schlecht investiert. Man weiß nicht welches. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, weil die Abendsonne ist noch da. Und ich möchte euch alles erzählen, wenn ich noch die schöne Sonne habe. Weil Sonne gehört schon zu meinem ich Sweet Spot. Ich kann verlieren. Das ist ganz wichtig. Und ich kann wieder erschaffen, weil ich weiß, ich kann immer wieder was erschaffen. Ich habe einen Freund, der hat eine Kaffeekette mit 300 Angestellten, der fährt einen Ferrari und er hat einen ganz kleinen Coffeeshop in Nizza. Er macht um 5:30 Uhr morgens auf. Er könnte sich längst leisten, dass er da nicht mehr steht und er steht selber da. Und ich sage mir immer, du, wenn alle Stricke reißen, dann arbeite ich bei Sam für 1.200 Euro Mindestlohn und mache Kaffee. 35-Stunden-Woche und bin glücklich und Nachmittag lese ich Bücher oder gehe skizzieren. Bin ich happy? Wenn du hingegen so viele Kosten hast und dieses und Verpflichtungen und du brauchst dies und als Lebensstandard, je höher der ist, umso mehr musst du dafür auch rumrennen. Ne? Dann kann ich loslassen. Ich rede jetzt immer noch, wie das ist, wie es sich anfühlt im Sweet Spot, weil ich möchte dich ja dahin bringen. Ich möchte dir heute zeigen, wie du dahin kommst und ich möchte dir sagen, wie ich im 12-Wochen-Sprint die Menschen dahin bringe und du musst an diesem Sprint nicht teilnehmen. Das ist keine Werbeveranstaltung. Ich werde dir ganz konkret sagen, wie ich es löse. Und wenn du dann sogar möchtest das selbst machen, schreibst du mir eine E-Mail, stefan@minimalismusbüro mit ue.com und ich schenke dir kostenlos all die tollen Arbeitsblätter. Hm? Das ist mein Angebot. 99% meines Contents ist kostenlos. Und die 1% der Kundinnen und Kunden, die bereit sind, mir zu zahlen, mit mir diesen Weg zu gehen, bei einem 1:1 Coaching oder in einer Gruppe oder auch eine Community. Ich baue jetzt ab 1. September eine Community auf für 49 Franken im Monat, wo du wirklich dabei sein kannst, wo wir zusammen dieses Gefühl, weniger ist mehr, aufbauen. Später erzähle ich dir mehr. Es gibt viele Wege, bei mir dabei zu sein. Aber die Menschen, das 1%, das bezahlt, dem bin ich enorm dankbar. Dem kannst du dankbar sein. Die ermöglichen, dass ich hier 99% umsonst anbieten kann. Und ich sage den Menschen Danke. Wenn du einer davon bist, sage ich dir ganz herzlich Danke. Ja, ich kann loslassen nach Vorstellungen, wie die Dinge sein sollen. Das gibt mir diese Lockerheit. Dann, ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich gönne mir bewusst was. Ich gönne mir diese Auszeit. Ich habe wirklich Freunde hier, Menschen, die ich gerne mag. 2 sind aus Ghana hier. Ich habe gesagt, den Flug zahlt ihr selbst, den Rest zahle ich. 2 Monate. Wir reisen rum. Das geht auf mich. Das ist geschenkt. Weil ich mir das gönne, diese Zeit mit Menschen. Weil mir das total wichtig ist. Und ich gönne mir Dinge, und das ist der entscheidende Punkt, das ist wie der Sweet Spot, die meinen Werten entsprechen. Die mich kennen, wissen, ich habe 3 Werte. Leichtigkeit, dieses Gefühl, dieses unglaublich schöne Gefühl. Freiheit, ich kann tun, was ich will, wo ich will, wann ich will.
Und das wird immer wichtiger, nährende Beziehungen. Ich habe Zeit für Beziehungen. Wir sind hier und haben nichts zu tun. Wir sitzen da oben. Gestern haben die beiden Granaer Karten gespielt und waren so glücklich stundenlang. Meine beiden Kleinen, mein 13-Jähriger, die haben hier unglaublich schön gespielt, getanzt und ich war einfach da und habe es erlebt und die Energie aufgenommen, diese Langsamkeit von nichts müssen. Am Morgen, was wir machen, wenn wir aufwachen, dann, wir wollten gestern nicht ins Bett, es wurde 2 oder 3 Uhr nachts. Wenn wir aufwachen, dann gehen wir auf den Stein da unten, wo ich auch schon einen Livestream gemacht habe, da hat es Morgensonne, hier ist die Abendsonne und nehmen dann Kaffee, essen da so ein bisschen Vollkorncracker und sind einfach glücklich. Das ist das, was ich mir gönne. Dann eben, wenn du im Sweetpost bist, dann kannst du teilen. Bei mir können immer Leute übernachten. Bei meiner Küche können Leute kochen. Das ist zum Teilen da. Es gibt bei mir keinen Gegenstand, den ich nicht teilen würde. Ich habe auch nicht teure Dinge. Ich kaufe die gebraucht. Wenn was kaputt geht, bin ich locker. Mir ist dieses Gefühl, vieles finde ich jetzt auch nicht so schön. Der Tisch draußen auf meinem Balkon ist von meinem Vater, der ist so abgewetzt, der sieht nicht so toll aus. Aber da kann ich die Pfanne draufstellen, wenn sie ein bisschen einbrennt. Ist nicht schlimm. Das ist Leichtigkeit, das ist mir viel wichtiger wie so den schönen Ding. Eben, ich zahle gern Rechnungen, weil ich wertschätze, was Menschen für mich tun. Früher hatte ich dieses Gefühl oft mit Geld, ich war so überwältigt und ohnmächtig. Oh, wo stopfe ich dieses Loch? Wie renne ich rum? Oh nein. Oder als ich Geld hatte, oh, wie lege ich das an? Habe ich es falsch angelegt, verspekuliert? Also, ich habe mich nicht wohlgefühlt. Weder mit viel Geld noch mit wenig Geld. Also, ob du im Sweet Spot bist oder man könnte sagen wohlhabend, hat nichts damit zu tun, wie viel Geld du hast auf dem Konto oder unter der Matratze. Es geht um deine Beziehung. Die kann ich verbessern. Und ich zeige dir gleich, wie. Ich bin im Vertrauen, ich weiß, Geld ist zum Fließen, es kommt, es geht. Ich kann Werte erschaffen, ich arbeite gern. Obwohl ich eigentlich in einer Branche bin, die es bald vielleicht nicht mehr geben wird. Fernsehjournalismus, Coaching, die Leute fragen ChatGPT und ja, vielleicht gibt es vieles von dem, was ich jetzt heute anbiete, nicht mehr. Aber ich vertraue auf meine Fähigkeiten. Ich habe gerade heute ein Video gesehen von einem Kollegen, der hat gesagt, wie dieses KI eigentlich sein Denken kaputt macht. Und einer von meinen Coaches, der Stockton, hat gesagt, er schreibt seine Videos selber, er drückt auf den Knopf, er erzählt. Das ist viel besser als immer alles skripten, prompten. Also man kommt auch wieder ein bisschen davon weg. Man geht zurück in die Einfachheit, in den Moment. Das ist Minimalismus. Improvisationstheater. Ich bin im Moment, ich habe ein paar Notizen, aber ich weiß ja, was ich euch erzählen möchte. Und eben mein Fixlohn ist weniger als meine Bankerfreunde als Bonus bekommen. Und ich mag ihnen das so gönnen, aber ich mag mir einen Sweet Spot gönnen und ich mag ihn dir auch gönnen. Und ich erzähle es dann wirklich, wie du da hinkommst und was wir da auch genau machen in diesen 12 Wochen. Die Sonne geht weg, ich muss mich beeilen. Ähm, Ich habe meinen Geldabfluss im Griff. Ich mache keine Spontan- und Falschkäufe, weil ich meine Geldregeln habe. Wenn sich was aber stimmig anfühlt, muss ich auch nicht drüber schlafen, da kann ich ja sagen. Ich bin, wie gesagt, gelassen, 30% Fehlinvestition, naja, gehört dazu. Ich mache keine emotionalen Käufe, um mich besser zu fühlen. Das mache ich wirklich nicht. Keine Ersatzkäufe. Ich halte meine Fixkosten so tief wie möglich, weil das ist gebundenes Geld. Und ich tue ganz vieles nicht. Ich war mit den Kindern ja lange in der Schweiz im Sommer und da war so eine Chilbi. Kirmes sagte, glaube ich, Deutschland, ich weiß nicht, wie man in Österreich sagt, schreib's doch unten rein. Und ich hätte da in einer Stunde 200 Franken liegen lassen. Ich habe gesagt, umgekehrt, wir kaufen uns feine Früchte, wir gehen in die Body für ein paar Franken. Das ist genauso wichtig. Also ich tue wirklich vieles nicht. Das war der Geldabfluss. Dann der Geldzufluss. Das ist ganz wichtig, dass du spürst, wie kommt Geld rein. Was ist deine Art und Weise? Was ist deine Kunst? Was ist deine Geldkunst? Wie verdienst du Geld? Viele von euch haben ganz viele ungenutzte Einkommensquellen. Hm? Eine Frau, die ich begleiten darf, hat ganz viele Zimmer. Wenn die schön einrichten würde, ein minimalistisches Gästehaus, die könnte richtig viel Knete verdienen, wenn sie denn wollte. Viele von euch kennen eine Sprache, die einen haben ein Auto, können Uber fahren, auf Airbnb was vermieten, wo es legal ist natürlich. Also es gibt so ganz viele
Einnahmequellen. Mein Vater zum Beispiel, der fährt zu Rotkreuz. Es gibt eine ganz kleine Entschädigung. Oder Mahlzeitendienst, gibt ihm da mal 20 Franken. Mein Vater war früher ein richtig erfolgreicher Mann, hat viel verdient. Und jetzt hat er so kleine Einnahmequellen sich erschlossen, da ein bisschen, da ist glücklich, hat eine Aufgabe, sitzt nicht rum. Er sagt, er bringt alten Menschen das Essen. Er ist selbst 78. Ein kleiner, der Lunis, fährt regelmäßig mit. Also, der Glaube an mich macht mich frei. Und diese Demut, die ich wirklich bei meinem Vater gelernt habe, die macht mich auch frei. Ich war Donutbäcker, ich habe 13 Stunden gearbeitet, ich habe nach 13 Stunden noch auf den Knien Schokolade vom Boden gekratzt. Das kann mir keiner nehmen. Ja? Mach das mal. Ja, dann kenne ich, wie ich es dir erzählt habe, meine Werte. Das ist ganz wichtig für den Sweet Spot. Ich gönne mir Familienzeit in Zypern. Ich habe jetzt eben Harry hier, meinen Freund aus Ghana. Ich fahre jetzt dann zu Claudia und Manfred, die ich schon lange als Coach begleiten darf und werde zum ersten Mal bei jemandem physisch aufräumen. Sie hat sich extra noch die Ordner gespart. Und Manfred hat so ein großes Haus, da wird noch was übrig sein. Ein Tag bei ihr, ein Tag bei ihm und sonst ein bisschen Zeit zusammen verbringen. Ich freue mich total. Das ist nicht nur, ich verkaufe denen was und sie sind meine Kunden, da ist was entstanden. Die werden auch erzählen, wie ihre Beziehung sich massiv verbessert hat durch die Arbeit mit mir. Das darf ich so sagen. Das darf ich so sagen. Und eben jetzt sind wir in Finnland, nehmen uns diese Auszeit weit weg von allem. Also Freiheit und Leichtigkeit, meine Werte. Ich habe, und das gehört auch zum Sweet Spot, im Leben eine Not-to-Do-Liste, bei Geltingen eine Not-to-Spend-Liste. Das ist Englisch und heißt, wofür ich kein Geld mehr ausgebe. Ein neues Auto? Nein. Mit dem Tram fahren? 1,70 €? Nein, ich kann zu Fuß gehen. Einem Bettler, nur weil er da ist und ich mein schlechtes Gefühl oder meine Scham übertönen will? Nein. Ich gebe sehr viel Geld, ich spende Menschen, die ich kenne. Aber nur weil einer dasteht und so macht, fühle ich mich nicht verpflichtet, Geld zu sehen. Das hört sich jetzt hart an. Du kannst mich verurteilen, kannst sagen, na Stefan, du, ja, asozialer Typ. Wenn du im Verurteilen bist, bist du hier falsch. Wir haben in unserer Community und in den Sweet Spots Sprints ein Manifest mit 12 Regeln. Und eines ist, wir bewerten nicht, wir fragen liebevoll. Ich werde dir später mehr davon erzählen. Nicht hier jetzt. Eine teure Miete, Gott sei Dank nicht. Spaß, Ausgang, Alkohol, Konsum, Fleisch, mache ich alles nicht. Und dann wird natürlich Geld frei, Ressourcen für andere Dinge, die viel mehr meinen Werten entsprechen. Etwas dazulernen, einen Kurs, mir einen Coach. Ich habe mehrere Coaches, die ich mir gönne und denen ich sehr gern Geld gebe. Und ich nehme nur Kundinnen und Kunden, die mir sehr gern Geld geben, die dankbar sind. Ich investiere in Erfahrungen. So touristische Reisen mache ich nicht. Südamerika sehen brauche ich nicht. Asien brauche ich nicht. Ich gehe dahin, wo ich Menschen kenne. Afrika, wo ich dazulernen kann. Wo ich andere Lebenswelten sehe, die mich wirklich interessieren. Wo ich Menschen besuche. Ich investiere in Technik. Ecamm hier, die Software, die das streamt. Oder die Plattform, die meine Mails verschickt. Wo meine Videos gehostet sind, meine Videokurse. Zahle ich sehr gern. Sehr gern. Also das gibt mir Lebensqualität. Und eben zu wissen, es geht auch einfach. Das ist sehr befreiend. Meine Maxime, das habe ich dir erzählt in der Marokko-Reise, ist nicht immer noch mehr verdienen, sondern wenn du im Sweet Spot bist, dann spürst du, wo ist es genug. Ich weiß genau, wie viel ich brauche im Jahr. Und wieso muss ich dreimal so viel verdienen? Wenn ich das habe, kann ich alles zahlen. Wenn ich jetzt mehr verdiene, kann ich mir vielleicht eine Investition leisten oder irgendwie eine Weiterbildung, aber einfach so Geld rumliegen haben, sagt mir nichts. Ich setze es gerne ein, weil dann dient es mir. Wenn ich es rumliegen habe, dann kaschiert es vielleicht eine Angst. Dann ein wichtiger Punkt, das wirst du nachher noch sehen, mein Geld hat einen ganz klaren Auftrag. Ich habe ein Geldsystem. Das eine Geld geht in meine Altersvorsorge, das darf sich vermehren, habe ich nichts zu tun, läuft automatisch. Viel von meinem Geld geht in Immobilien, die zahle ich ab. Ich habe sehr viele Hypotheken.
Schulden, aber ich habe Gegenwerte und die zahle ich ab und ich weiß, wenn ich da mal alt bin, sind wir je alt oder sind wir nur hier alt? Frage, philosophische Frage, Klammer zu. Diese Immobilien dienen meinem Wert. Also ich habe immer dieser Worst Case, der schlimmste mögliche Fall. Du kennst die Geschichte von meinen 2 Studios in Nizza. Lucia wird bald vorbeikommen, sie hat das ja gewonnen, habe ich dir letzte Woche auch erzählt. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, ich bin dann da, um sie und ihren Partner kennenzulernen. Ich weiß, wenn ich in Rente bin, werde ich eine kleine Rente haben, weil ich arbeite nur Teilzeit. Ich denke, ich rede jetzt immer von der Schweiz. Verglichen mit Afrika bin ich steinreich, verglichen mit Deutschland, Österreich, Frankreich ist wahrscheinlich eine große Rente, aber um in der Schweiz zu leben, wird es eine kleine Rente sein, ne? Weil ich ja Teilzeit arbeite. Aber dann habe ich das Studio, dann kann ich in einer Seite leben und in der anderen kann ich es jemandem vermieten, einen Studenten, und die kleine Miete, die reinkommt, mit dem gehe ich Essen kaufen. Und das gibt mir Sicherheit. Es gefällt mir dort sehr gut. Kann ich alt werden, kann ich auf dem Balkon sitzen. Wenn ich nicht mehr laufen kann ich runterschauen, wie das Tram fährt, wie der Zug fährt, wie die Leute spazieren, einkaufen und so weiter. Dieser Worst Case gibt mir total Sicherheit und innere Ruhe. Ja, jetzt möchte ich dir aber doch kurz, ganz konkret erzählen. Ich habe dir jetzt erzählt, wie ich diesen Sweet Spot gefunden habe. Das hat ein paar Jahre gedauert, das ist auch nicht so bewusst gegangen. Vieles ist mir erst jetzt bewusst geworden, wie ich das gemacht habe. Vieles habe ich so intuitiv gelöst und gemacht. Muss ich hier die Linse putzen? Probieren wir schon die Linse zu putzen. Moment. So. Also, wie nehme ich dich in diesen Sweet Spot? Wie gesagt, du kannst mir eine Mail schreiben, stefan@minimalismusbüro.com, und ich schicke dir alle Arbeitsblätter als Geschenk. Aber für die Menschen, die Lust haben, das in einer kleinen Gruppe zu erleben, mit anderen, diesen Weg zu gehen, und ja, möchte ich dich einladen. Und ich habe jetzt gerade ein bisschen, wir hatten gestern den zweitletzten Abend vom Ordnungs-Sweet Spot, und ich höre immer oft zu, was die Leute sagen. Und das geht, wie gesagt, um Ordnung. Das ist nicht Geldordnung, schon auch Ordnung, aber da ging es wirklich um Ordnung. Jeder hatte seine Projekte, wo sie an 3 Dingen gearbeitet haben. Ich werde das wiederholen. Im neuen Jahr mache ich sicher nochmal einen Ordnungssprint. Die haben gesagt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Ich packe harte Themen, schwierige Themen jetzt mit Freude an. Ich genieße es, beschäftigt zu sein, meine Tages- und Wochenziele abzuarbeiten, Ziele, die ich mir selbst gesetzt habe. Prokrastination, haben mehrere gesagt, also das Aufschieben, war eine eingefahrene Gewohnheit. Das konnte ich umpolen, das ist vorbei. Das ist der Hauptpunkt in meiner Community. Wir kommen ins Tun. Wir schieben nicht mehr auf. Unser Leben nicht, unsere unangenehmen Dinge nicht, unsere Finanzthemen nicht. Wir packen es an. Auch unangenehme Dinge. Eine Frau hat gesagt, deinen Spaß zu sehen zu ihrem Body, ich habe so ein Bodysystem zu zweit, wo sie wirklich eng zusammenarbeiten, beeindruckt mich. Die eine hat gesagt, sofort Nein sagen, wenn etwas nicht stimmt. Beende ich das, ohne schlechtes Gewissen, ohne schlechtes Gefühl. Ich bin direkter geworden im Reden, hat die eine gesagt. Ja, das waren so ein paar Dinge. Und jetzt geht's auf die nächste Reise. Immer am Dienstagabend, 19 bis 20 Uhr. 57 Franken bist du dabei, Pionierpreis. Und ich zeige dir jetzt, was wir da genau so tun. Zack. Und jetzt tue ich mich dann noch schnell rein. Das ist der Überblick. Die 12 Abende. Jeder Abend hat ein Thema. Ich gehe nachher gleich noch auf die einzelnen Themen ein bisschen mehr ein. Und das kannst du kopieren und selbst tun. Wenn du es allein tun möchtest, weil es gerade nicht drin liegt oder weil du dir nicht gönnen kannst oder willst, dann möchte ich dich ermuntern, das zu tun. Du wirst deinen Geld-Sweet Spot finden. Das verspreche ich dir. So, jetzt komme ich wieder ins Bild rein. So, mal schauen. Wie hole ich mich denn? Moment, da hole ich mich. Muss ich mich aber klein machen, dass du trotzdem meine Folien siehst. Und voilà.
hier bin ich. Schön, dass du noch dabei bist. Am ersten Abend, ich mache das ganz kurz, am ersten Abend ähm, schauen wir wirklich, ich sage ja immer bei allen Coachings, die ich mache, ist es ganz wichtig, das habe ich doch so viele Kärtchen geschrieben, wo sind sie, ist nicht wichtig. Du musst in den Spiegel schauen, du musst die Realität kennen. Wenn wir ein gutes Gefühl in Gelddingen haben wollen, dann brauchen wir Kennzahlen. Ich habe eine Business-Schule gemacht, ich war Unternehmer, ich kann Buchhaltung, ich kann Bilanzen lesen und du musst ein paar Zahlen wissen. Du musst zum Beispiel dein Nettovermögen kennen. Eine Zahl. Was ist dein Vermögen? Liquide, Immobilien. Vielleicht hast du null. Vielleicht hast du Schulden. Aber auch das musst du wissen. Wenn du 100.000 Schulden hast, musst du das wissen. Weil dann kannst du einen Plan nachher machen, wie du da rauskommst. Ich mache eigentlich keine Schuldenberatung. Ich bringe dir eine Beziehung zu Geld bei, die sich stimmig anfühlt. Und wenn du 10 Millionen hast, auch da brauchst du noch einen Plan. Was machst du mit diesen 10 Millionen? Wenn wir die rumliegen und am Schluss geht es zurück an den Staat oder an deine Kinder oder irgendwer das erbt, ist ja auch traurig, wenn dein Geld nichts für dich macht. Ne? Also egal in welcher Situation du bist, eine verbesserte Beziehung mit deinem Geld wird dir dienen, wird deinem Leben dienen. Also wo stärkst du wirklich? Auch mal zu wissen, du denkst, ja, ich verdiene 10.000 oder ich verdiene 1.200, das ist nicht wichtig, wie viel du verdienst. Wichtig ist, wie viel bleibt nach Abzug deiner fix- und variablen Kosten. Fixkosten, das, was du jeden Monat Miete, was da weggeht, was bleibt unter dem Strich? Und dann kommt eine Prozentzahl. Sind es 10%, 15%, 3%? Oder lebst du sogar über deine Verhältnisse? Hast du 1.000 Einnahmen und gibst 1.200 aus? Dann bist du 20% im Minus. Das musst du wissen. Das ist ein bisschen unangenehm. Und das Geldthema ist nicht für jedermann. Ein Holländer, der Danny, sagt, das ist, mit Leuten über Geld reden, ist, als würdest du sie ungefragt an die Genitalien anfassen. Das mache ich natürlich nicht. Also wenn du dich anlässt, du musst in diesem ganzen Sprint, das ist ganz wichtig, mir, den anderen keine Zahlen nennen. Das ist nicht wichtig. Wir wollen nicht wissen, was du hast, ob du schon, wollen wir alles nicht. Es geht mir nur um deine Beziehung. Aber du musst es für dich auf dem Papier aufschreiben. Da habe ich ganz viele Arbeitsblätter gemacht. Wir werden das durcharbeiten. Und du musst wissen, wo du stehst. Und du das nicht weißt, kommst du nie im Sweet Spot an. Dann, der zweite Abend ist deine Geldgeschichte, deine Geldbiografie. Wir werden zuerst mal schauen, wie hast du überhaupt so für Emotionen zu Geld? Oft sind es negative. Und wo kommen die her? Das ist nicht stundenlang erzählen, aber so mal, was waren so Sätze? Was waren die Muster deiner Eltern, deiner Großeltern? Was ist da in deiner... Es gibt viele Menschen, die Krieg erlebt haben, Mangel, die kriegen den Mangel oft nicht mehr los. Obwohl der längst vorbei ist. Also Gunther von Hagens, den ihr ja mittlerweile kennt, mein lieber Freund und Mentor, der durch Mangel gegangen ist in der DDR, im DDR-Knast und so, der konnte, wenn ich den Teller nicht aufgegessen habe, er konnte den nicht stehen lassen. Er musste den reinstopfen. Das war traurig. Ein Multimillionär, der mir das Essen, die Resten isst. Ne? Mein Vater hat immer gesagt, ich bin euer Mülleimer. Der Gunther war mein Mülleimer. Das ist nicht so schön. Aber wieso mal verstehen, was hast du für Gefühle in Bezug auf Geld und warum hast du die? Ne? Deine Geschichte kennen und ich habe eben, ich zeige dir mal kurz ein Arbeitsblatt, wie ich da zum Beispiel eben arbeite. Ich habe so ein Spinnnetz gemacht, eben so ein bisschen Gefühle, Ohnmacht, Schuld, Reue, Gier, Neid, Scham. Oben habe ich es jetzt abgeschnitten. Das steht, ich weiß es nicht mehr auswendig, was da oben steht. Und da hast du so eine Wertung von 1 bis 10, da machst du dieses Spinnnetz und hast du vor allem Scham, hast du vor allem Neid, Gier, Ohnmacht. Was sind so deine ganz ausgeprägten, ja, Schuld steht oben, Schuldgefühl. Nein, ich weiß es nicht mehr, was oben steht. Völlig nicht wichtig. Aber dass du dir mal rausfindest, wie sind da deine Gefühle? Ich habe ein paar Leute, die haben sich gerade abgemeldet. Ich rede über Geld. Oh, Hilfe, Abmeldung weg. Ist doch traurig, nur weil der Stefan eine Mail schickt, dass du gerade abmeldest. Gewisse Leute folgen mir seit Jahren, haben nie was gekauft, haben nie aufgeräumt, haben nicht Ordnung geschaut, sie schauen nur zu. Und jetzt rede ich über das Eingemachte und sie rennen davon. Mir tut das nicht weh. Aber ich finde es ein bisschen schade. Aber das ist zum Beispiel so ein Arbeitsblatt. Und dann gehen wir in die Geschichte rein. Wo kommt das her? Wenn du merkst, zum Beispiel 3 am stärksten ausgeprägten, die werden wir anschauen, werden uns austauschen. Was ist das für eine Scham? Was ist das für ein Neid? Wie merkst du den?
Das sind nämlich sehr destruktive, toxische Gefühle, die deinem Geldfluss total im Weg stehen und deinem Sweet Spot auch. Die müssen wir loswerden. Am dritten Abend schauen wir dein Geldverhalten an. Was machst du mit Geld? Wo kaufst du unbewusst Dinge, die du nicht willst? Wo bist du viel zu großzügig? Sagst einfach ja, weil jemand dich fragt. Ich kenne Leute, die sind in die Misere geraten, weil sie anderen helfen wollten. Und das wollen wir mal schauen. Wie ist dein Geldverhalten? Und genau, da sieht das Arbeitsblatt so aus. Also wir schauen zum Beispiel auch deine Geldentscheidung an, Entscheidungscheck. Wo hast du 3 gute Geldentscheidungen getroffen? An was hast du dich orientiert? Und wo hast du schlechte Geldentscheidungen getroffen? Also wir schauen wirklich dein Verhalten an. Und es funktioniert nur, wenn du ganz gnadenlos ehrlich bist. Ne? Das sind einfach ein paar Beispiele. Und das kannst du auch selber machen. Das ist ein Arbeitsblatt. Schenke ich dir, schreib mir und ich schicke es dir. Ne? 99% von meinem Content ist kostenlos für euch alle, die wollen, ermöglicht, finanziert durch das 1%, die bei mir etwas kaufen. Und ich bin so dankbar, dass ich das auch mit euch teilen darf. Und was ich nie mache, ist, du musst unbedingt, wenn du diesen Geldspot nicht hast, dann wirst du in die Misere stürzen. Das ist völliges Mangeldenken, das ist manipulativ. Ich möchte nur Menschen, die sich das bewusst gönnen wollen und auch können. Wenn du es dir nicht leisten kannst, werde ich sagen, sorry, ich nehme dein Geld nicht. Ja, der 4. Abend. Und das ist jetzt total spannend. Im Minimalismus, ihr kennt es, sind die Werte total wichtig. Ihr kennt meine Werte. Ich mache mit allen Menschen zuerst die Werte. Ohne Werte diskutiere ich gar nicht mit euch. Und das ist da auf dem Bild ein Kompass, weil diese Werte können dich führen, können dich leiten, können dir Orientierung geben. Dient mein Geld, also dein Geld, deinen Werten? Das schauen wir am 4. Abend an. Und was sind die Werte? Und die schreiben wir selbstverständlich ganz konkret auf. Und die Frage, was soll Geld ermöglichen? Was kriegst du? 5. Abend. Ja, der Geldabfluss. Wo fließt dein Geld hin? Das ist nicht nur negativ. Aber dass du mal merkst, okay, da geht mein Geld hin. Ich gönne mir diesen Golfclub. 2'500 im Jahr. Mitgliedschaft. Ich habe lange nicht mehr Golf gespielt. Oder, ja, diese Wohnung, die Kinder sind längst ausgezogen. Eigentlich zahle ich viel zu viel Geld für etwas, was ich günstiger haben könnte. Da geht es darum, wo fließt dein Geld hin. Und dann machen wir eine, nein, das sind die Geldwerte. Hier geht es um Folgendes. Das wollte ich dir zeigen. Deine Not-to-Buy-Liste. Wir machen eine Liste und du kannst du genauso selbst machen. Dinge, die du nicht mehr kaufen wirst. Ein Deal mit dir selbst, um dich zu schützen. Am 6. Abend schauen wir deinen finanziellen Ballast an. Siehst du diese Kugel, das ist so eine, die hält dich gefangen. Was kann weg, was können wir abschneiden? Was darf wirklich verschwinden, weil es dir nicht dient? 7. Abend etablieren wir deine Geldregeln. Wie möchtest du mit Geld umgehen? Deine Regeln, nicht meine. Die wirst du erarbeiten. Immer im Austausch mit anderen. Und an denen wirst du dich nachher orientieren. Die werden dich schützen. Jemand hat mich heute gefragt, ob ich ihr ein Darlehen geben kann. Und also meine Geldregel ist, ich leihe mir kein Geld und ich leihe auch niemandem Geld. Einzige Ausnahme, Immobilienkauf. Da hat man als Sicherheit eine Hypothek. Wenn ich hops gehe, hat die Person ihr Geld abgesichert oder umgekehrt auch. Warum mache ich das nicht? Ich weiß immer, jede Geldregel braucht ein Weil. Das ist ganz wichtig. Weil es die Beziehung verändert. Ich bin keine Bank. Ich verdiene mein Geld nicht mit dem Ausleihen von Geld und ich möchte auch nicht Verantwortung übernehmen und ich möchte die Beziehung nicht kaputt machen. Das ist mir ganz wichtig.
Weil sonst, wenn ich das Geld nicht bekomme, ist es ein unschönes Gefühl. Dann bin ich enttäuscht und diese Energie möchte ich nicht. Die möchte ich nicht. Am 8. Abend geht es um den Geldzufluss. Das ist die Gießkanne. Ne? Wie kommt Geld in dein Leben? Was kannst du selbst erschaffen? Und da schauen wir auch, wo hast du noch ganz viele Einnahmequellen, die du nicht nutzt, weil vielleicht dein Denken noch nicht bereit ist, weil du denkst, ich verdiene doch nur so Geld. Ich bin Fernsehjournalist, aber Fernsehen wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben. Und ich werde immer Geld verdienen. Ich kann Geschichten erzählen, ich kann visuell Geschichten erzählen, ich kann Dinge auf den Punkt bringen, mein Slogan von Ratgeber auf den Punkt gebracht. Das sind meine Kernkompetenzen. Was sind deine? Schreib dir mal auf, was sind da deine Fähigkeiten? Und du merkst plötzlich, oh, da könnte ich noch Geld verdienen, da könnte ich, da könnte ich, da könnte ich. Aber nur weil du es könntest, heißt es noch lange nicht, dass du auch sollst und musst. Sollte auch deinen Werten entsprechen. Ja, 9. Abend, dein Geldsystem. Wie verteilst du dein Geld? Was geht wohin? Ganz bewusst. Nicht, weil gerade einer anruft, nicht, weil gerade eine Rechnung kommt, sondern deine bewusste Entscheidung ist. In Firmen zum Beispiel R&D, Research and Development, Firmen haben oft so wie 10 oder 15 oder 20% geben sie rein in Entwicklung, Forschung und Entwicklung, weil es ganz wichtig ist. Wenn man das zusammenspart, hat die Firma keine Zukunft. Eben bei mir geht ein fixer Betrag in die 3. Säule, heißt es in der Schweiz. Das vermehrt sich, da habe ich keinen Zugriff bis zur Rente. Das ist geschützt. Das ist in Sicherheit. Das ist ein kleiner Teil. Andere Teile sind für andere Sachen da. Die bestimmst du selbst. Diesen Weg gehen wir zusammen. Dann warte mal, ich drücke am falschen Ort. Am 10. Abend. Das haben viele in der Umfrage gesagt, ja, jetzt verdiene ich eigentlich noch gut, ist alles okay, aber ich weiß nicht, wird es reichen? Wir schauen deine Geldzukunft an. Wir nehmen deinen Pensionskassenauszug, wir schauen, also du machst das. Ich will deine Zahlen nicht mal sehen. Du schaust es und schreibst auf und ich habe wieder ein Arbeitsblatt und du wirst genau sehen, reicht es oder reicht es nicht? Und vielleicht ist die Antwort eine unangenehme und es heißt, es wird dir nicht reichen. Ich habe eine Freundin, die ist Ärztin, die hat sehr gut verdient und in der Pension wird sie noch ein Drittel verdienen. Das macht ihr Sorgen. Und diese Sorgen kann man nehmen, indem man das Problem kennt und indem man eine Strategie macht. Das heißt, du brauchst weitere Einnahmequellen. Das hatten wir beim Zufluss. Und es ist einfach wichtig, das zu wissen. Ich weiß, ich werde eine kleine Rente haben. Vielleicht gibt es dann das Rentensystem gar nicht mehr. Und dann habe ich mir andere Sicherheiten geschaffen, indem ich investiert habe, mich hoch verschuldet habe, Achtung, Immobilien, und zahle Zinsen. Sehr gerne, weil es ergibt mir eine Sicherheit für später. In Afrika gibt es Leute, die haben sich ein Auto zusammengespart, ein uraltes Auto. Das fährt jetzt als Uber rum, als Taxi. Und die haben so ein kleines Einkommen. Das muss nicht immer eine Immobilie sein. Ne? Aber es ist wichtig, dass du weißt, ob es reicht oder nicht. Und wenn es nicht reicht, musst du eine Strategie haben. Und wenn es reicht, dann kannst du doch sagen, stolz, hast du gut gemacht und kannst ruhig und entspannt deinen Sweet Spot genießen. Ist ja auch schön. Am 11. Abend gibst du deinem Geld einen Auftrag. Wofür soll mein Geld da sein? Ich habe dir letzte Woche vom reichen Mann erzählt, der Millionen jetzt einfach der Kirche spendet und sich nichts gegönnt hat. Vielleicht auch anderen nicht. Ich weiß nicht, wie er gelebt hat. Vielleicht hat er keine Menschen unterstützt, anderen Menschen, eine Ausbildung finanziert oder irgendwelche. Ich würde lieber zu Lebzeiten was tun. Und der 12. Abend, da fassen wir nochmal zusammen. Was ist für dich genug? Ich habe das definiert. Ich weiß genau, was für mich genug ist, was ich brauche. Und alles andere ist Zugabe, ist nett. Nice to have, sagt man auf Englisch. Nett, es zu haben. Und dann bist du so in dieser Ruhe. Wenn du merkst, ich habe genug. Und wenn du merkst, du hast nicht genug im Laufe des Prozesses, kannst du deine Ausgaben runtersetzen. Deine Einnahmen, etwas anderes gibt es nicht. So einfach ist das. Aber wir meisten Menschen möchten das nicht anschauen. Wir möchten dem nicht in die Augen schauen. Wie gesagt, mein Angebot gilt, Stefan@Minimalismusbüro. Und wenn du Lust hast,
ja, in einer kleinen Gruppe vertraulich diesen Weg zu gehen, eine bessere Beziehung mit deinem Geld zu haben und nachher dieses entspannte Sweet Spot-Gefühl, das ich dir am Anfang sehr schön geschildert habe. Vielleicht bist du neidisch geworden. Neidisch ist eine Krankheit, Neid ist ungesund. Sei neugierig, wandle Neid in Neugier um, in Offenheit, in Dazulernen. Wenn der Stefan das kann, kann ich das auch. Und jetzt möchte ich dir noch kurz ein bisschen erzählen, ähm, wie ist es, wenn man mit mir arbeitet. Ich habe meine Teilnehmenden gefragt vom letzten Ordnungs-Sweetspot und ich habe dir ein paar Zitate und die sagen Folgendes. Die wunderbare Sue sagt, und da ging es wie gesagt um den Ordnungssprint. Ordnung schaffen. 3 definierten, selbstdefinierten Bereichen. Nicht überall. So eine Gruppe von aufräumfreudigen Gleichgesinnten, die sich jede Woche treffen, ist so unterstützend und motiviert unglaublich. Endlich meinen Balkon vom Gerümpel befreit und für mich schön gemacht. Verschieberitis, also eben Prokrastination, damit ist jetzt Schluss. Vielen Dank, liebe Sue. Christine schreibt, ich hielt es eigentlich für übertrieben. Ich dachte, ich kann jetzt allein weitermachen. Das müsstest du doch alleine schaffen. Vielleicht kennt ihr Christine, Klammerbemerkung, die war bei mir im Leichtigkeit Live-Projekt. Wir haben ein Coaching gemacht, komplettes Coaching, und sie hat riesige Schritte gemacht, ist umgezogen und bleibt trotzdem gerne dran und bringt ganz viel Wertvolles in unsere Gruppe rein, in die Community rein, in den Sprint rein. Sie war auch in der Jahresgruppe. Sie ist eine sehr fortgeschrittene und ich lerne sehr viel von Christine. Und sie ist so bescheiden, dass sie gar nicht merkt, was für einen unglaublichen positiven Einfluss sie auf andere hat. Also, aber es geht eben noch nicht alleine. Es geht mit eurer Hilfe. Und ich merke, dass ich aus meinem Tief rauskomme. Man tut eine Sache und es bewegt sich einfach in anderen Bereichen auch was. Seht ihr, wie ehrlich dieses Testimonial ist? Sie spricht von ihrem Tief. Das gehört dazu. Das ist unser Leben. Und Christine kann das ehrlich formulieren. Und sie kommt jedes Mal aus dem Tief raus und kommt einen Schritt weiter. Manchmal sind es kleine Schritte, manchmal sind es große Schritte. Vielen Dank, liebe Christine. Dann haben wir Agnes. Agnes, der arbeite ich auch schon lange, schreibt, und sie wird üblich teilnehmen am Geldsprint. Hier ist ein ganz besonderer Raum entstanden. Wir dürfen uns so zeigen, wie wir sind und Dinge aussprechen, die wir vorher vielleicht nie laut zu sagen gewagt hätten. Dadurch kommt oft noch etwas ganz anderes in Bewegung als ursprünglich geplant. Die wohltuende Unterstützung der Gruppe ist mir so wichtig geworden, dass ich sogar in meinem Urlaub beim Live-Call dabei war. Agnes hat auch auf einen Tanzkurs, der ihr wichtig war, verzichtet, um dabei sein zu können. Und wie ihr seht, sie bereut es nicht. Aber Agnes packt die Dinge auch an. Sie schaut gnadenlos in den Spiegel. Bist du bereit dazu? Möchtest du wirklich in diesen Sweet Spot kommen? Möchtest du mit uns diesen Weg gehen? Unten findest du den Link der Beschreibung des Videos. Du kannst jetzt buchen. Am 1. September legen wir los. Das wird ein ganz grandioser Sprint, wenn du bereit bist. Wenn du bereit bist. Danke, liebe Agnes. Stefan, ein Schweizer und ein Namensvetter von mir, schreibt, ich habe angefangen. Stefan ist Architekt, er kennt sich mit Häusern aus, mit Räumen, und er hat jetzt dank unserer Gruppenarbeit enorm mit seinen Räumen gearbeitet. Ihr kennt ihn vielleicht, ich war bei ihm und seiner Partnerin Daniela. Sie wohnen von Frühling bis Herbst sehr minimalistisch auf dem Campingplatz und es gibt ihnen sehr viel. Stefan schreibt, ich habe angefangen und war plötzlich so richtig im Flow. Das heißt Fluss, Englisch. Ich habe sogar das Mittagessen vergessen und einfach weitergemacht. Es ging irgendwann fast wie von alleine und je mehr wegkam, desto besser hat es sich angefühlt. Auch zu sehen, dass die anderen dranbleiben, hilft mir, selbst weiterzumachen. Vielen Dank, lieber Stefan. Ja, und Trudi, die auch im Ordnungssprint war,
und die ja, ihr kennt sie vielleicht von meinem Magic Moment, mit mir Brille kaufen ging. Ich warte übrigens immer auf die anderen und habe jetzt die am liebsten. Danke, Trudi. Sie schreibt, ich bin dankbar, dass ich in dieser Gruppe gelandet bin. Ich folge Stefan schon lange, aber eine große Beratung wäre mir zu teuer gewesen. Und dann kam dieser Sprint. Ich finde es toll, wie viel Inspiration in der Gruppe entsteht. Auch der direkte Austausch mit meinem Body gibt mir immer wieder neue Impulse. Ja, vielen Dank, liebe Trudi. Ihr Lieben, jetzt kann ich das hier zumachen. Das war's. So findet ihr den Sweet Spot. Ich kann euch so ans Herz legen, geht auf diese Reise. Sucht diesen Sweet Spot, findet eine schönere, liebere, tragendere Beziehung zu eurem Geld. Egal, ob ihr viel habt oder wenig. Ich habe es letzte Woche auch gesagt, je mehr man hat, es wird nicht unbedingt einfacher. Wenn du nichts hast, hast du die Illusion, wenn ich reich bin, bin ich glücklich. Dann hast du Geld und bist reich und merkst, ich bin nicht einfach so glücklich. Unbestritten gibt es wirklich arme Menschen, auch bei uns. Verglichen mit Afrika, Länder, wo ich war, sind dann die auch wieder reich. Es ist immer die Frage, mit was vergleiche ich mich? Und unbestritten, es gibt so einen Punkt, wo du wirklich, wo die Lebensqualität massiv zunimmt. Das ist klar. Und trotzdem kann jede und jeder von uns die Beziehung zu unserem Geld vereinfachen. Und auf diese Reise nehme ich euch gerne mit, wenn du es kostenlos allein machen möchtest. stefan@minimalismusbüro.com. Ich schicke dir alle PDFs, alle Arbeitsblätter zu. Wenn du dir etwas gönnen möchtest, wenn du mit uns und diesen wunderbaren Menschen da auf diese Reise kommen möchtest, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Link findest du unten. Ich schreibe in den Kommentar und in der Beschreibung. Du kannst buchen. Ich habe sogar 14 Tage Geldzurückgabe, um deine Ängste zu nehmen. Aber ehrlich gesagt, lies doch sehr genau. Und ich gebe dir das Geld ohne Diskussion zurück. Aber ich würde mir wünschen, dass du es dir gut überlegst. Eigentlich wäre es schön, es wäre nicht nötig. Aber ich mach's. Wenn dir das hilft, nach 2 Wochen merkst du, wie wir ticken, wie wir arbeiten, ob du das kannst. Ich denke, du kannst, wenn du willst. Ja, und wenn du jetzt noch live hören möchtest, wie diese Menschen, diese wunderbaren Menschen, die mir Testimonials geschenkt haben, vielen lieben Dank, das braucht Überwindung, hinstehen mit dem Namen, mit dem Gesicht, danke. Wenn du es live hören möchtest, habe ich ein zweites Video, wo ich mit denen plaudere, wo sie dir genau erzählen, was sie aus diesem Sprint rausgenommen haben, was sie gelernt haben, wie sie dieses Gruppensystem erlebt haben, wie sie ihren Body erlebt haben. Eben, man arbeitet eng mit jemandem zusammen, Zufallsprinzip, tue ich die Leute zusammen. Und ich versuche das zu verlinken, dieses Video lade ich ebenfalls heute rauf. Danke, dass du zugehört hast, danke, dass du dabei bist. Völlig egal, ob du zu den 99% gehörst, die einfach das als Geschenk annehmen, oder zu den 1%, die das ermöglichen. Meine Arbeit. Ich wünsche dir einen wunderbaren Sonntag.